Zur Erinnerung an die Gaststätte im Lokschuppen, die von Juni 98 bis Ende 2014 in Betrieb war, haben wir euch einen Film zusammengestellt. Der ein oder andere erinnert sich bestimmt noch an den letzten Mieter im Lokschuppen, den Cadillac Peter. Im März 98 sind die Halle und der Vorplatz freigeräumt und es kann mit dem Umbau losgehen. In 6 Monaten soll die Eröffnung sein. Nachdem innen Abflüsse gelegt und die neuen Wände da sind, ist der letzte große Schritt die Demontage der alten Hallentore für die neue Fensterfront. Inzwischen steht die Bruchsteintheke und die Bodenfliesen sind schon fast alle verlegt. Die Toiletten sind eingebaut und jetzt muss noch die Inneneinrichtung kommen. Außen sind wir auch schon ziemlich weit gekommen und haben einen Negerzaun als Begrenzung aufgestellt und frischen Rasen für die spätere Spielwiese gesät. Für den Biergarten hatten wir uns für 2 Platanen entschieden, die mit schwerem Gerät eingepflanzt wurden. Die große neue Fensterfront ist eingebaut und die Bodenplatte als Übergang zum Biergarten ist noch verschalt, bis sie ganz ausgehärtet ist. Die 4 Metalltore liegen noch auf dem Parkplatz für den Schrotthändler bereit und es ist schon Mai und der Frühling ist da. Der alte Holunder steht in voller Blüte, das heißt, viel Zeit bis zur Eröffnung ist nicht mehr. Bei strahlendem Wetter findet der erste Öffnungstag statt. Sehr viele Menschen sind gekommen. Freunde, Bekannte, Verwandte und die Frau Weinheimer, die sich die Sau am Spieß auch nicht entgehen lassen wollten. Am Eröffnungstag durfte jeder zugreifen. Sowas gibt's nicht alle Tage. Und die Ackerbrüder stehen am heißen Grill und zerlegen das Tier. Es ist genug für alle da. Längst ist nicht alles fertig, aber die Plätze sind alle besetzt und die Kinder haben auch ihren Spaß. Das Wetter hat auch mitgespielt und der erste Tag war ein voller Erfolg. Die Theke ist noch übersichtlich und an der Essenstheke gibt es ein paar kalte Speisen und Eis für die Kleinen. Schnell hat sich der Biergarten entwickelt, der Rasen ist dicht und ein Brunnen ist auch schon da. Ein Spielplatz mit Rutsche für die jüngsten Besucher und die Fahrradfahrer haben den Lokschuppen auch schnell entdeckt. Der Chef hinter der Essenstheke, die Chefin vorne dran. So wird es später mit der Küche auch meistens sein. Der Chef macht Sahne auf den Kuchen für die Gäste im Gastraum, in dem die Tische eingedeckt sind und bedient wird. Hinter der Theke und an den freigelegten Bruchsteinwänden sind Bilder vom ehemaligen Bahngelände zu sehen. Die alten Straßenlampen aus den 50er Jahren dienen jetzt als Innenbeleuchtung. Und an den neuen Zwischenwänden sind die Werkzeuge aus der ehemaligen Werkstatt und das Zuckerlotschen auf der Selztalbrücke zu sehen. Viele Menschen haben im Lokschuppen gearbeitet, jeden Sommer bis zu 20 Mitarbeiter. Viel Arbeit bedeutet es, eine Gaststätte zu betreiben, im Sommer bis zu 16 Stunden täglich. Das Alltagsgeschäft in den ersten Jahren. Die Gaststätte verändert sich ständig. Viele Menschen haben ihre alten Bahnsachen im Lokschuppen gelassen. Der ungewöhnliche Gastraum mit den hohen Bruchsteinwänden und dem alten Gebälk war ein besonderer Blickfang.
Auch die Vereine sind gern in den Lokschuppen eingekehrt und es gab viele schöne Feiern in den 16 Jahren. 2008 gab's an Fasnacht eine tolle Party. Als Spaziergänger vom Damm hatte man immer einen guten Blick in den Biergarten gehabt. Viele Menschen sind bei uns eingekehrt. Die Kinder hatten Platz zu spielen, die Eltern konnten sich im Biergarten gut gehen lassen. Da war im Sommer immer was los. Unsere Grillstation unter dem Pavillon 2001, das war das letzte Jahr ohne Küche. In diesem Jahr fand auch der erste Frühschoppen mit dem Liederkranz aus Frau Weinheim statt. Jung und alt sind gern gekommen und haben das schöne Wetter und den Gesang der Herren genossen. Und noch ein paar weitere Impressionen von diesem Tag. An manchen Tagen war es ruhiger und dann standen auch mal gute Freunde an der Theke. Und jetzt mal ein Rundgang durch den Lokschuppen, wie ihn die wenigsten Gäste gesehen haben. Durch den Nebenraum an den Gästen vorbei, die es sich schmecken lassen. Zum Chef bei der Arbeit in der Küche. Und einen Schnappschuss aus der Küche ein paar Jahre später. Am Getränkelager vorbei, hinten raus, wo die Leergutsammelstelle war. Zurück das Lebensmittel- und Getränkekühlhaus. Wieder in den Gastraum. An der Durchreiche vorbei, die später zu einem Durchgang erweitert wurde. Gerade an den lauen Sommerabenden gab es immer viel zu tun. Viele unserer Mitarbeiter waren über Jahre dabei, manche nur eine Saison. Ein paar schöne Ausflüge haben wir auch gemacht. In den folgenden 10 Jahren gab es viele Veränderungen. In den letzten Jahren war der Biergarten ein echter Hingucker, mit den großen, schattenspendenden Bäumen. Es gab auch den Brunnen und die vielen Kübelpflanzen. Und die farblich passende Bestuhlung. So haben viele Gäste den Lokschuppen in Erinnerung. Und auch innen hat sich über die Jahre viel verändert. Chef und Chefin neben dem Bruno. Er hat vielen Gästen im Winter Wärme gespendet. Auf unserer Speisekarte hat jeder etwas gefunden und Frühstück gab es in den letzten Jahren sonntags morgens auch. Zum Abschluss ein paar Bilder von den Pizzas und Salaten, die im Laufe der Jahre auf der Speisekarte standen. In Anlehnung an den Lokschuppen hießen unsere Pizzas Transeuropa, Santa Fe oder Orient Express. Ein Zuckerlötchen gab es auch. Und auch eine Bombay. Die Fleischbällchen waren eine echte Herausforderung. Oder die Meeresfrüchtepizza mit Knoblauch und frischen Kräutern. So wird's gemacht. Gulasch mit Nudeln und Eintöpfe gab's im Winter. Und natürlich, nicht zu vergessen,
unsere Spargelpizza. 16 Jahre zum Lokschuppen, eine ganz schön lange Zeit. Wir hoffen, euch hat der Ausflug in die Vergangenheit gefallen.